Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, heute mal wieder von außerhalb. Wir haben unglaubliche 15 Grad plus und das Anfang Februar. Wahnsinn. Und sollte hier unerwartet die Klappe fallen, dann war das nicht ich, sondern ein Baum, denn es geht recht stark. Der Wind sieht man jetzt im Moment vielleicht nicht, aber es kommen ja immer so Windböen und hier liegen relativ viel umgestürzte Bäume herum. Es ist also etwas fahrlässig, was ich hier tue, aber das wird schon gut gehen. Ja, ich sage Ihnen was. Hätte der Meeresgott Poseidon einen Hund, wäre es höchstwahrscheinlich ein Neufundländer. Über die Entstehungsgeschichte dieser wunderschönen Hunderasse ranken sich Mythen. Nur ein neufundländischer Urhund ist der Neufundländer, so wie wir ihn heute kennen, mit Sicherheit nicht. Die Mi'kmaq und Beothuk-Indianer, die hatten stets Hunde. Diese Hunde zogen ihre Schlitten, halfen ihnen Fischernetze aus dem Wasser zu ziehen, etc. etc. Und hier sagt man, dass die Wikinger da einen schwarzen Bärenhund mit hatten, der sich mit diesen ursprünglichen Mi'kmaq und Beothuk-Indianerhunden verpaarte. Doch mir persönlich ist kein schwarzer Bärenhund der Wikinger bekannt. Ja, also könnte leicht sein, dass das eine Geschichte ist, die eher in den Bereich der Mythen fällt. Ja. Schon eher glaubhaft ist die Ansicht, dass später nach Neufundland gekommene Europäer ihre großen mitgebrachten Hunde dort mit den Hunden dieser Ureinwohner verpaarten. Doch es ist belegt, dass bereits im frühen 17. Jahrhundert, um 1603, 1604, da gibt es schon Niederschriften von großen, starken Hunden in Neufundland, die eben Schlitten ziehen, die die Fischernetze helfen herauszuziehen, die zur Wasserrettung eingesetzt werden. Und genauso belegt ist, dass dort große, starke, schwimmtaugliche Hunde anwesend waren, die man darauf trainierte, ihnen Taue ins Maul zu geben und somit eine Verbindung zwischen den gekenterten Leuten und den Leuten an den Ufern herstellten. Ja. Bei besonders rauer See eigneten sich diese Hunde dazu besonders. Der Dauereinsatz im Wasser ließ diesen Hunden mehr oder weniger Schwimmhäute wachsen. Ich bezweifelte das oftmals, ja, bis ich das erste Mal einen Neufundländer zwischen die Zehen sah. Ja. Die haben tatsächlich ausgeprägtere Häute zwischen den Zehen als andere Hunderassen. Ja, ich glaube, es ähnlich schon mal bei einem Labrador auch gesehen zu haben, der verwandt ist mit dem Neufundländer. Wie es beim Landseer aussieht, weiß ich nicht. Aber ich habe das früher immer bezweifelt. Aber das ist tatsächlich so. Ja. Also das dürfte sich evolutionstechnisch über hunderte von Jahren, in welchen diese Hunde sehr viel im Wasser waren, so gebildet haben bei diesen. Die haben tatsächlich eine Art Schwimmhäute zwischen den Zehen. Haben alle unsere Hunde, aber beim Neufundländer ist das besonders stark ausgebildet. Das ist wirklich so, ich sah das persönlich. Außerdem haben sie ein sehr wasserabweisendes, dichtes Fell, welches ihnen erlaubt, stundenlang selbst im kältesten Wasser zu verweilen und zu atmen. Ja. Im 18. Jahrhundert bezeichnete ein gewisser Captain Cartwright diese Hunde in Neufundland als Neufundländer. Und 1886 wurde dieser Hund dann offiziell als Hunderasse anerkannt. Ganz beliebt dann gewesen in England und aus Neufundland selbst schon fast verschwunden gewesen. Diente im Ersten und Zweiten Weltkrieg als Meldehund, Sanitätshund etc., Zughund und so weiter. Die Zeit schritt voran und heute ist der Neufundländer ein ganz beliebter Haushund, Begleithund, Wachhund und immer noch hochgeschätzt bei der Wasserrettung. Ja. Der Standard beim Neufundländer erwartet Hunde bis etwas über 70 cm Schulterhöhe. Hündinnen werden immer etwas kleiner als die Rüden. Und gewichtstechnisch können die sich auf 70 Kilo zubewegen. Ja, auch hier sind die Hündinnen immer etwas leichter. Das sind langstockhaarige Hunde mit extrem dichter Unterwolle und es gibt sie in 3 Farbschlägen.
in Schwarz, dann in diesem Schwarz-Weiß, ja, wo sie aufpassen, leicht zu verwechseln sind mit dem Landseer, der sehr nah verwandt ist mit dem Neufundländer, eine Weiterentwicklung des Neufundländers ist, sich aber vom Neufundländer hauptsächlich in dem etwas schmaleren Schädel und dem etwas mehr an Schulterhöhe unterscheidet. Und es gibt den Neufundländer in Braun. Ja, das sind die 3 Farbschläge, denen es diesen Hund gibt. Gesamterscheinung ist die eines bärenhaften, wunderschönen, ja, substanzvollen Hund mit herrlichem Fellkleid. Ja, also oftmals tapsen Neufundländer so bärenartig daher. Und ich kannte auch einen Neufundländer, der hieß Tapsi. Ja. Der Charakter des Neufundländers wird Ihnen so beschrieben. Das ist ein Hund, der extrem nervenstark ist, ja, schwer aus der Ruhe zu bringen ist. Ich versuche den Charakter eines Hundes in meinen Videos immer so zu präsentieren, wie er vom Rassestandard gefordert wird. Wir haben schon die Sache besprochen bezüglich jeder Hund ist anders und so weiter, aber ja, bleibt mir ja nichts anderes über. Ich kannte aber eine Neufundländer Hündin, die diesem Rassestandard, charakterlichen Rassestandard zu 100% entsprach. Also, ein nervenstarker, ruhiger, freundlicher, absolut nicht aggressiver Hund mit, sage ich heute einmal, guter Eignung als Wachhund. Also das ist jetzt keine extrem aufmerksame Alarmanlage in der Manier eines Dobermanns, aber ein Neufundländer kann eine gute Portion an Territorialverhalten entwickeln und ist dann natürlicherweise gleichzeitig auch ein guter Wachhund, der schon allein durch sein Äußeres abschreckt. Ja, also wie gesagt, er ist normalerweise kein aggressiver Hund, kein Hund, der mit kurzer Reitschwelle, aber es ist ein guter Wächter, der sich vorzüglich für die Familie eignet, dem man aber nachsagt, nicht gut in einer kleinen Wohnung zurechtzukommen. In einer kleinen Wohnung, das sagt uns alleine schon ja, die Ausmaße dieses Hundes. Ja. Also ein Hund mit bis zu 70 Kilo Gewicht und über 70 Zentimeter Schulterhöhe sollte in keiner kleinen Wohnung gehalten werden. Aber mich wundert es, dass man generell sagt, ein Neufundländer ist kein Wohnungshund. Denn ich denke mir, wenn ich eine 100 Quadratmeter oder 90 Quadratmeter Wohnung habe, warum soll ich den Neufundländer da nicht halten können? Aber auf allen Webseiten können Sie lesen, ein Neufundländer eignet sich nicht für die Wohnung. Ich wüsste nicht wieso, ja, vielleicht sind das hygienische Gründe, weil viel Fell kann schon das eine oder Haar verlieren, aber das haben Sie genauso in einem Haus mit einem Garten. Also da ist er auch im Haus drin. Aber ja, viele Züchter raten vor einer Wohnungshaltung des Neufundländers ab. Absolut kein Zwingerhund, braucht die Nähe zur Familie, ganz klar. Ruhe, ist ein Molosser, gehört zur Kategorie. Der Molosser ist zwar kein klassischer Molosser, gehört für mich in dieselbe Richtung hinein, sagte ich schon mal, als ich ein Video über den Leonberger brachte. In diese Linie, die parallel zu den klassischen Molossern läuft. Leonberger, Lancer, Bernhardiner, Sie wissen schon, in diese Richtung hinein. Aber gehört zur Kategorie der Molosser. Generell gesehen ist der Neufundländer kein überkomplizierter Hund, ja, also kein wahnsinnig anspruchsvoller Charakter, wo man auf gewisse Dinge besonders Acht geben muss. Jeder Hund gehört mit Gefühl vernünftig erzogen, so auch der Neufundländer, gar keine Frage, speziell Hunde mit derartiger Substanz, aber er hat jetzt nicht zum Beispiel die Neigung, so viel Feuer zu entwickeln wie ein Herdenschutzhund und so weiter. Das meine ich damit, also kein überkomplizierter Charakter. Allerdings ist es kein Hund mit absolutem Kadavergehorsam, der Ihnen den Will to Please präsentiert, wie es viele Gebrauchshunderassen tun. Also für den Gebrauchshundesport nur bedingt geeignet. Erstmal ist es ein ziemlich schwerer Hund, also Gebrauchshundesport, Gerätesport und so weiter. Sie wissen schon. Und zweitens kann der Neufundländer bei zu harschen Kommandos, ja, und am Abrichteplatz ist es nun manchmal laut. Kommandos werden in verschiedenster, sage ich mal, Lautstärke gegeben, vom Platz bis zum Steh. Das geht von recht scharf bis zu mittel, bis zu langsam fließend Steh. Aber wenn Kommandos zu harsch sind, kann der Neufundländer schnell mal auf stur schalten, auf dickköpfig schalten. Also eher nur bedingt geeignet für den Gebrauchshundesport, aber für Familien mit Kindern, für Leute, die einen wunderschönen, großen, substanzvollen, herrlichen Hund suchen, der sie auch retten kann, wenn sie am Ertrinken sind. Ja? Doch dazu etwas später. Ich kannte
2 oder 3 waren es. Also einen kannte ich nicht so gut, aber 2 Neufundländer kannte ich recht gut. Einer war eine Hündin, die Fee, im Besitz meines Onkels, der hatte auch einen Neufundländer Mix-Rüden, den Cujo, ja Cujo, wie von Stephen Kings Film Cujo mit dem Bernardiner. Wenn Sie den noch nicht gesehen haben, kann ich Ihnen den empfehlen. Bernardiner, der Liebling der ganzen Umgebung, da auf der Jagd nach einem Kaninchen, wird von einer Fledermaus gebissen, entwickelt die Tollwut und löscht dann alles in der Umgebung aus. Ja. Und da geht es dann im Endeffekt dann um eine Frau mit einem Kind. Ja, schauen Sie das aus. Stephen King, Cujo. Empfehlenswerter Film. Toller Film. Der Rüde hieß Cujo. Ein Neufundländer Mix, was da noch drinnen war, weiß ich nicht genau, aber ein herrlicher Hund. Und die Hündin, die Fee, größer als der Cujo. Also die Fee hatte schon an die 70 cm Schulterhöhe, war sicher über 60 Kilo schwer. Und Cujo deckte diese Hündin. Ja, das war ein Unfall. Unachtsam von meinem Onkel damals. Und ich sage Ihnen was, der Rüde Cujo hatte geschätzt 67, 68 cm Schulterhöhe, die Neufundländer Hündin, die reinrassige, die Fee, um die 70 cm. Und einen dieser Welpen kannte ich dann später noch, einige Jahre lang. Einen Rüden. Das war Gigant. Also der hatte sicher an die 80 Schulterhöhe locker. Und man sagt ja, wenn die Hündin gleich groß ist wie der Rüde oder größer als der Rüde, wird der Wurf meistens größer als die Hündin. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe schon oft gehört, aber dieser Fall hätte das bestätigt. Ja, das war eine sehr ruhige Hündin. Freundlich, ich meine, sie war nicht überaufdringlich freundlich, aber sie war freundlich, ruhig, hohe Reitschwelle, nervenstark, die brachte nichts aus der Ruhe. Und am Abrichteplatz hatten wir auch einen Neufundländer namens Tapsi, mit dem wurde immer außer Konkurrenz gearbeitet, also der nahm bei den Turnieren niemals wirklich teil, ja, also der ging immer außer Konkurrenz, weil er keine Geräte trainierte, keinen Hochsprung, keinen Weitsprung, der war etwas zu schwer. Aber ansonsten war er recht brav und auch ein ruhiger Hund, ja, der gern bei der Schutzarbeit mitgemacht hätte. Aber die Besitzerin wollte das damals nicht. Ja. Kannte 2 Neufundländer, also persönlich. Einen dritten kannte ich nur vom Sehen. Schöne Hunde, gibt's gar nichts, nur ich habe da eine persönliche Meinung dazu. Sie wissen ja, wir Menschen neigen oftmals dazu, ins Extreme zu gehen. Und speziell Hunde, die besondere, markante Anatomie vorweisen, wie Riesenköpfe, kurze Schnauzen. Ja, wir neigen dann dazu, die Köpfe noch größer zu züchten, die Schnauzen noch kürzer zu züchten. Oder besonders große, schwere Hunde neigen wir dazu, diese Hunde noch größer, noch schwerer zu formen. Ja. Auch der Neufundländer ist davor nicht gefeit. Und ich sage Ihnen was, auch für mich wäre der Neufundländer ein Hund, ein toller Hund. Ja. Aber ich habe auf Ausstellungen schon Neufundländer gesehen, glauben Sie mir, denen trauen Sie nicht zu, einen 10 Meter weit ins Wasser gefallenen Ball herauszuholen, ja, ohne dass er um sein Leben dabei kämpft. Und das ist aber ein Wasserrettungshund eigentlich. Ja. Also ein Neufundländer sollte schon anatomisch so weit beieinander sein, um ein toller Schwimmer sein zu können. Also es gibt auch beim Neufundler eben diese Extrem-Showlinien. Also das sind keine beweglichen Neufundländer mehr. Und der Neufundländer soll laut Rassestandard zwar ein sehr substanzvoller Hund sein, der aber äußerst beweglich ist. Der muss er sein. Also das habe ich von einem riesendrum bärenhaftigen Hund, der eigentlich für die Wasserrettung da ist, aber keine 5 Meter schwimmen kann, ohne dass er untergeht, ja, weil er zu schwer, zu viel Substanz hat. Ist so, ja. Ich weiß, dass ich hier manchmal Kritik einhamse, wenn ich so etwas sage, meistens von Leuten, die solche Hunde besitzen. Ihr Hund ist ja nicht schuld. Schuld sind ja die Züchter, aber es ist so. Ich sah schon Neufundländer, also für die Wasserrettung wären die nicht mehr geeignet gewesen, ja. Aber ich sah schon Neufundländer, die sehr wohl für die Wasserrettung geeignet gewesen wären. Ich möchte nur da mal ein Bild präsentieren von einem Neufundländer, so wie er für mich einen richtig guten Neufundländer darstellt, ja. Also sowas zum Beispiel. Das zweite Bild, ja, das ist schon grenzwertig. Ist auch ein schöner Neufundländer und fällt noch nicht in diese Kategorie hinein, die sich absolut nicht mehr bewegen kann, aber geht schon in diese Richtung hinein. Also wenn Sie sich die beiden Bilder ansehen, wissen Sie, was ich meine. Ja, also ich würde auf jeden Fall zu diesem hier tendieren. Ja. Wobei der auch schön ist, keine Frage, aber das wäre meine Abteilung, das eher weniger. Ja. Das geht dann schon eher in die Richtung, ja, typisch Mensch wieder. Ja. Ja, das ist meine Meinung. Ansonsten ein Traumhund, ein wunderschöner Hund und ja, eine Alternative auch, so wie der Leonberger, für mich eine Alternative zu Herdenschutzhunden in Schwarz. Wenn Ihnen optisch Herdenschutzhunde gefallen, Ihnen diese Hunde aber
zu schnell, zu leicht viel Feuer entwickeln, ja, dann probieren Sie es mit einem Neufundländer, Leonberger, Landseer etc. Ja. Das sind Hunde, die hier nicht ganz so stark dazu neigen, Feuer zu entwickeln. Ja, klar, gibt es Ausnahmen. Mit Sicherheit läuft da draußen ein Neufundländer herum mit, ja, weiß ich nicht, Sie wissen schon, also mit extremen Feuer, aber wenn Sie eine gute Linie ergattern, wenn Sie sich da etwas informieren bezüglich Wesen, Vater, Mutter, Großeltern, wie der war und auf Nummer sicher gehen können, dann haben Sie höchstwahrscheinlich einen Hund, der optisch, so wie der Leonberger und der Landseer, ja, in Herdenschutzhunderassen hineingeht. Schauen Sie sich an, Schaplaninats, Pyrenäenberghunde, Tornjaks und so weiter, das sind alles ähnliche Typen. Obwohl ja ein Neufundländer nie etwas mit Herdenschutz zu tun hatte. Aber sie gehen optisch in so eine Richtung hinein. Und für solche Leute würde ich sagen, ist das eine gute Alternative. Ja? Wenn man hier einen charakterlich etwas gedämpfteren Hund haben möchte. Ja, und sonst ein herrlich anzusehender Hund. Egal ob in Schwarz, in Schwarz-Weiß oder in Braun. Wunderschöner Hund. Ja? Ein Hund, mit dem Sie viel schwimmen gehen können, ja? Wenn Sie ein passionierter Schwimmer sind. Wenn es ein guter Neufundländer ist. Ja? Und wenn Sie nicht mehr können, der Hund rettet sie an Land. Wäre nicht die erste Person, die von einem Neufundländer an Land gezogen wird. Ja, ja. Das war es eigentlich mit Neufundländer, eine Hunderasse, die mir sehr gut gefällt. Schade, dass man nicht mehr davon sieht. Wir haben hier in der Gegend überhaupt nirgends einen Landseer, habe ich mal gesehen hier. Nur vielleicht war es ein schwarz-weißer Neufundländer. Ich habe mit der Person nicht gesprochen und war etwas weiter von mir entfernt. Kann ja sein. Ne? Schwarz-weiße Neufundländer sieht man überhaupt selten. Sind aber wunderschön. Wunderschön. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Kein Baum hat mich erschlagen. Jetzt muss ich nur mehr heil nach Hause kommen. Das war's schon wieder.